glaube, jetzt ist alles gut. Ja. Ja. Wenn du willst, kannst du losfahren, ne? Ist die Tür offen? Nee, ich glaube, ist alles gut. Ach so, ja. Anschnallen musst du. Was geht ab, ihr Lieben? Wie ihr seht, sind wir schon mitten in der Action, also die Prüfungssimulation hat gerade begonnen. Damit ihr das besser einordnen könnt, der Schüler, der hier am Werk ist, hat bereits einen Führerschein, aber leider nur im Ausland. Eben wird er gerade untergegangen beinahe, oder? Ja. Wie war das? Das ist ja schon. Heißt also, dass er lediglich seinen Führerschein umschreiben lassen muss. Heißt auf gut Deutsch, er muss ihn quasi umtauschen. Um den Führerschein umzuschreiben, muss man dann eine theoretische und praktische Prüfung ablegen. Das Einzige ist, die Umschreiber müssen in Deutschland keine Pflichtstunden ablegen, so wie die normalen Schüler. Ihr könnt euch wahrscheinlich vorstellen, die Leute, die schon einen Führerschein haben, sind in der Regel auch relativ gute Autofahrer. Dafür muss man dann aber auch sagen, wenn sie aus dem Ausland kommen, haben sie dann aber in der Regel auch wesentlich mehr Probleme mit den Verkehrsregeln als andere. Was ja aber auch verständlich ist, muss man sagen. Ja, hier sind schon viele durchgefallen, deswegen. Hier erkläre ich dem Schüler gerade, wieso es so viele Schüler vollbringen, hier an der Ampel direkt durchzufallen. Falls ihr aber scharf drauf seid zu wissen, warum die Schüler hier in regelmäßigen Abständen durchfallen, verlinke ich euch das Video oben, weil ich muss das jetzt nicht noch ein 712. Mal erklären. In diesem Video gehe ich auf jeden Fall ganz ausführlich drauf ein, was da genau passiert und wieso die Schüler da so häufig durchfallen. Ja, natürlich, ja. Wenn du Pech hast. Ja. Nicht immer, aber Ja. wenn du viel Zeit hast, Aber dann manchmal, sagt er ja. besser Stopp. Ganz ehrlich. So, und dann nächste links wieder. Ja. Ja, schaffst du? Gib Gas. Ja. Aber man kann auch hinter ihm, aber besser, glaube ich, wenn du, weißt du, Ja, wenn du ein bisschen Gas langsam, gibst. ja. Natürlich, ja. Sofort. Ja, weil das Problem ist, wenn der Schüler da fährt und der fährt ein bisschen langsam, Ja. dann wird schwer. Ja, Problem. Mhm. Weil andere Autos, Schnell. muss schnell, ja. Ja, man muss selber schnell, sonst Ja, ja. kriegt man Probleme, genau. So, fahren wir besser die nächste Ausfahrt rechts. Da ist viel Verkehr.
Achtet jetzt gleich mal hier an dieser Stelle darauf. Hier müsste jetzt gleich auf der rechten Seite ein Innerortsschild kommen, was in der Regel super gerne übersehen wird. So, und hier haben wir es auch schon. Nur warum ist dieses Schild jetzt so verdammt wichtig? So, wir fahren dann hier links raus auf eine komplett neue Straße und achtet da mal drauf, hier stehen jetzt komplett keine Verkehrszeichen in Bezug auf Geschwindigkeit. Und genau da liegt dann auch das Problem, weil der Fahrschüler denkt sich dann, wo soll ich denn wissen, wenn da keine Zeichen stehen, wie schnell ich fahren darf? Also wisst ihr Bescheid, Ortsschilder immer mega wichtig, weil ihr konstant wissen müsst, ob ihr innerorts oder außerorts seid. Versuch mal umzudrehen hier, dass man zurückkommt. So, ihr habt es wahrscheinlich mitbekommen, der Fahrschüler soll sich jetzt eine geeignete Stelle zum Wenden suchen. Wo du willst. Naja, ich kann Ihnen auch selbstverständlich sehr schlecht in der Prüfungsfahrt helfen, ey. ده اللي في ارجع صح؟ بس نرجع نزور احسن في ورا اوتو تزول على شمالك ترجع كيف يا Jetzt hat ihm sein Kumpane richtig vorgesagt, dass er da nicht vorwärts reinfahren darf, sondern rückwärts reinfahren muss. Also merkt euch das am besten, wenn ihr irgendwo umdrehen möchtet, will der Prüfer sehen, dass man immer rückwärts in die Einfahrt oder Seitenstraße reinfährt. Hier auf diesem Stück fahren die Fahrschüler sehr gerne mal zu schnell, was bei ihm jetzt hier zum Glück nur sehr, sehr kurz der Fall war. Falls euch das in der Prüfungsfahrt passieren sollte, dass ihr zu schnell seid, dann achtet darauf, dass euch das A nicht zu oft passiert und B, dass das von der Geschwindigkeit her im Rahmen bleibt.
Also 4 bis 7 km/h okay, aber nicht irgendwie 11 bis 18 km/h oder so. Und achtet da wirklich ein bisschen drauf, dass ihr die Geschwindigkeiten immer ab Schild fahren müsst. Falls jetzt einer unter euch vielleicht nicht genau weiß, was ab Schild fahren bedeutet, dann würde es auf jeden Fall jetzt das Video sprengen, wenn ich das jetzt erklären müsste. Also verlinke ich euch auch besser das Geschwindigkeitsvideo oben in den Infokarten. Also falls ihr nicht wisst, was ab Schild fahren bedeutet oder sonst irgendwelche Fragen in Bezug auf Prüfungen und Geschwindigkeit habt, dann guckt euch das Video an, da wird alles haargenau erklärt. So, privat. Achtet hier an dieser Stelle darauf, dass man hier komplett Fußgänger und Radfahrer durchlassen muss, weil die Prüfer hier relativ häufig langfahren und hier wird auch sehr gerne mal was falsch gemacht. Wobei man aber auch sagen muss, wenn man hier was falsch macht, dann hat man auch das komplette Schild übersehen und dann hat man sowieso ein Problem. So, und dann links wieder. Rechts in die kleine Straße erstmal. Fahren wir am Ende der Straße wieder nach rechts. So, diese Stelle hier ist relativ wichtig. Zum einen habt ihr hier natürlich ein Stoppschild. Die Prüfer fahren hier in der Regel auch zu 90% nach rechts raus. Und super wichtig ist dann hier, bevor ihr rausfahrt, müsst ihr unbedingt darauf achten, in welchen Fahrstreifen ihr müsst. Falls der Prüfer an der Ampel nach links möchte, müsst ihr in den linken Fahrstreifen. Möchte er geradeaus oder rechts, müsst ihr in den rechten Fahrstreifen.
Fahren wir gleich die nächste Straße links, die kleine. Normal musst du verstehen, dass er warten muss, ne? Ja, natürlich. Ja, nur du musst halt auch verstehen, er hat sich die Vorfahrt genommen, weil du nicht fährst. Ja. Weißt du? Hier versuche ich dem Schüler einfach nur zu erklären, dass Autofahrer sich relativ häufig die Vorfahrt nehmen, durch das Fahrverhalten des Fahrschülers sozusagen. Man muss aber auch dazu sagen, in diesem speziellen Fall wäre es gar kein Problem, wenn der Bullifahrer sich da die Vorfahrt nimmt. Aber es ist auch häufig so, dass es dann zu relativ komischen Situationen kommt. Hier an dieser Stelle ist jetzt extrem wichtig, dass man nach den geparkten Autos hier auf der rechten Seite wieder direkt in den rechten Fahrstreifen zurückfährt. So wie der Schüler das ja auch sehr gut vormacht. Der Grund hierfür ist, ihr habt hier eine Rechts-vor-Links-Straße und der Verkehr muss in der Lage sein, hier rumzukommen. Dann ist für die Prüfung extrem wichtig, dass man dieses Einbahnstraßenschild hier oben auf jeden Fall nicht übersieht. So, und dann am Ende der Straße wieder links. Wichtig, ihr habt hier auf der rechten Seite jetzt ein Hindernis und im Normalfall müsste man jetzt hier wieder rechts zurück auf den rechten Fahrstreifen. Da das aber, wie ihr gerade gesehen habt, eine Einbahnstraße ist, müsst ihr in diesem besonderen Fall, wenn ihr links abbiegen wollt, euch links einordnen und wenn ihr rechts abbiegen wollt, euch rechts einordnen. Aber Achtung, dies gilt wirklich nur für die Einbahnstraße. In normalen Straßen muss ich selbstverständlich immer wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen, weil ich sonst im Gegenverkehr stehen würde. Also macht es der Schüler hier in diesem Fall natürlich genau richtig. Mein Gesicht sagt schon alles, lustig, Merkst du? ne? Ja. Das hast du zum Beispiel richtig gemacht. Er macht das falsch. Ei, das geht nicht, Alter. Guck mal. Nee, pass auf. Also, verstehst du, was der Fehler hier war? Ja, rechts vor links und dann ich muss stehen. Nee. Ja, ist richtig, aber
Also der Schüler hat hier auf jeden Fall super richtig erkannt, dass das eine rechts vor links ist und das ist super und das war auch nicht der Das ist Fehler. wirklich, also das ist wirklich nicht gut. Ja, ja. Weil ich glaube, das weißt du. Ja, die Frau, ich muss stehen und andere Person das weiter und dann ich weiter. Ja. Nicht die 2 und die 3, die Frau, ja genau. Nee, pass auf. Ich glaube, daran liegt das gar nicht. Was jetzt hier... Ach stimmt, ja Leute, krass, ich habe das total vergessen. Das Problem war hier, dass er da vorne voll gegen den Bordstein gefahren wäre. Also in dem Fall muss man wirklich sagen, nicht knapp oder vielleicht oder der wäre da richtig gegen geschallert. Du siehst nicht, ob du da unten gegenfährst oder nicht. Das ist zu nah. Ja, nah, Ich genau. kann das nicht mal sehen. Ja, ja. Da, weißt du? Ja, nah. Und wenn ich das nicht sehe, ich glaube, dann siehst du, glaube ich, auch nicht, weißt du? Ja. So, Ja, stimmt. das war hier der Fehler. Ja, Aber zum pass Beispiel. auf. Was du, glaube ich, nicht verstehst. Muss man Licht von hier. Natürlich. Ja, hier. Ja. Ja, stimmt. So, und jetzt hat der Schüler auch das eigentliche Problem erkannt. Das ist nämlich genau dasselbe, wie wir gerade hatten. Ich habe hier nämlich wieder die rechts vor links und ich muss dann nach dem Hindernis wieder direkt auf den rechten Fahrstreifen. Weil überleg doch mal, der da rauskommt, der muss doch in der Lage sein, da rumzukommen. Also wenn der links fahren will, muss er doch da irgendwie Aber du langkommen. gehst nur so und du gehst so. Ja. So, er kann ja nicht dann... Ja, stimmt. Weißt du? Vergessen. Ja, musst du ein bisschen, genau, ein bisschen Ja, weiter rüber. und dann und Ja. dann und dann. Ja, genau. Ja. Hauptsache, man versteht das. Ja. Und merkt euch ruhig mal die Situation hier mit den rechts vor links und den Hindernissen, weil das passiert relativ häufig im Straßenverkehr. Und ich kann euch nur sagen, dass das von Fahrschülern mega oft falsch gemacht wird. Warum, weiß ich nicht. Ich habe Schüler, denen ich das teilweise 10-mal erkläre. 10-mal. Fahr mal gleich rechts nach der Ampel. Die kleine Straße. Guck mal. Und achte da ein bisschen drauf, ne? Weil du machst immer Blinker und dann Spiegel. Ja. Das ist falsche Reihenfolge. Ach so. Aber weißt du doch, oder nicht? Die Sonne heute Nervig, ne? nervig. So, hier war jetzt auch eine ganz komische Situation. Genau. Auf wen wartest du? Ja, ich. Aber guck mal. Genau. Ja. Katastrophe, Alter. Katastrophe. Der vor links. Katastrophe, Malta, zum Totlachen. So, was hier auf jeden Fall passiert ist, der Schüler hat sich irgendwie ein bisschen durch den Gegenverkehr ablenken lassen. Also das Auto, was von vorne kommt. Dabei haben wir natürlich hier nur eine rechts vor links und wenn von rechts keiner kommt, dann muss ich weiterfahren. So, dann war da aber noch ein zweites Problem, weil uns auf einmal ein Auto von links überholt hat. Was in diesem Fall natürlich nicht ganz normal ist. Man muss aber dazu sagen, das war nur der Fall, weil der Fahrschüler nach rechts geblinkt hat, um nach dem Hindernis wieder rechts auf seinen Fahrstreifen zu fahren. So, und da versuche ich dem Fahrschüler jetzt zu erklären, dass wenn er da nach rechts blinkt, er mehr die Leute verwirrt, als dass er irgendwem hilft. Also ist die Moral von der Geschichte, wenn ihr Hindernisse auf der Fahrbahn habt, dann blinkt nur nach links zum Rausfahren, aber nicht nach rechts zum Reinfahren. Naja, und wenn man ehrlich ist, ne, haben die meisten Schüler ja schon genug Probleme mit dem Rausblinken. Ich meine, dann mache ich mir nicht die doppelte Arbeit. Natürlich, wenn ich es nicht muss. Ja? Ja? So, fahr mal nach rechts weiter. Also, Ja, genau. ja. So, hier wäre man jetzt in der Prüfung durchgefallen. Ja, aber trotzdem, weißt du? Weil man muss halt sagen, auch wenn ich nichts sehen kann, kann ich nicht über den Bordstein fahren.
Und das hat nichts mit dem Bordstein zu tun. Guck mal, weil das war so. شايف يا زلمه. Warte mal. Das sieht man jetzt hier nicht allzu gut, aber der Schüler hat vor dem Abbiegen so viel vorgelenkt, dass der komplett über den Bordstein gedonnert ist. Natürlich, wenn da ein Auto kommt, darf man nicht zu weit so fahren. Ja. Nimm mal ruhig weg. Aber das Problem ist, du kannst halt nicht so lenken. nicht so viel. Weißt du, dann fährst du hier unten, ja, dann Ja, fährst, ja. fährst du voll über den Bordstein. ja. Und hier Fokus nur und Richt. Ja, weil wenn da ein Auto kommt, Ich zeige ihm jetzt, dass man weiter in die Kurve reinfahren muss und dann viel und schnell lenken, damit man nicht in den Gegenverkehr fährt. بس هون فور رشت فور على لينكس. الشمال لا تطلع بس على اليمين. ما طلعت الشمس انعميت. ist rechts vor links, ja. Ja. Ja, mein Arabisch wird auch immer besser. So, und dann muss man nach links wieder. Boah, jetzt könnt ihr aufpassen, jetzt müsst ihr die Ohren und die Augen spitzen, weil jetzt kommt echt eine komische Situation. Bumm. Und hier wäre man dann glasklar durchgefallen. Problem ist nur ein bisschen, die Kamera hat dann einen Schnitt gemacht und deswegen kann man nicht so ganz gut die Sachlage erkennen, was da passiert ist. So, aber ich versuche euch mal eben zu erklären und zu rekonstruieren, was da abgelaufen ist. شفتها خضراء. شفتها. طيب. Ja, aber guck mal, weißt du, woran das lag? Du kamst hier an, hast einmal geguckt, Ja. dann da und dann hast du nicht noch einmal so. Du musst einmal links Zwei gucken, oder rechts dreimal, und dann noch ja. einmal nach links. Also du musst noch einen Kontrollblick. So, ganz entscheidend und wichtig wird jetzt gleich dieser LKW hier, der auf der linken Seite quasi im Weg steht und die Sicht versperrt. Aber was ist genau passiert? Er ist hier an die Straße herangefahren und hat dabei nach links geschaut. Er konnte aber durch den LKW nicht die ganze Fahrbahn einsehen. Dann ist er weitergerollt und hat nach rechts geschaut und wollte im Anschluss direkt rausfahren. Und wir sehen, da kommt auch schon links das Auto angefahren. Auf jeden Fall musste ich hier die Bremse drücken und die Prüfung wäre vorbei. Also achtet da ein bisschen drauf, wenn ihr irgendwo rausfahrt, man guckt immer mehrmals. Zumindest guckt man immer nach links, nach rechts und macht dann zum Schluss immer noch einen Kontrollblick nach links, bevor man Aber eigentlich rausfährt. nicht so schlimm. Also nicht so. Ja. Fahr mal Ampel rechts, das schaffst du wohl. Ja. Die haben alle rot, ne? Ja. Boah, du darfst nicht stehen bleiben. Fahrrad das stehen und stopp. nein. Ja, an dieser Stelle ist der Schüler angehalten, weil er dachte, dass dort Fahrräder kommen. Man muss aber an dieser Stelle sagen, dass man eine Pfeilampel hat und der Radverkehr hat nicht zugleich grün mit den Autofahrern. Ich muss hier natürlich immer gucken, absichern, Schulterblick machen, gar keine Frage. Aber der Prüfer würde es auf jeden Fall nicht gerne sehen, wenn man an so einer Stelle dann ohne Grund einfach anhält. Zumal man ja auch dazu sagen muss, dass man weit und breit sehen kann, ob sich da irgendwo Fahrräder nähern, die dann über Rot fahren könnten, was ja in diesem Fall eindeutig nicht der Fall war. Ich meine, da kam ein Radfahrer von der anderen Seite, aber da hat man recht klar gesehen, dass der weiterfährt, also zur anderen Seite abbiegt. Ja. شمس ما كانت حرة. والله حظ.
Und guck mal, ne, das ist richtig. Na, hier. Nur, ich würde das an deiner Stelle so machen, dass ich schon am Anfang rübergehe, wenn die Spur anfängt. Ja. Weil dann hast du kein Risiko, dass hinter dir ein Auto fährt, weißt du? فهمت ولا اشرح لك؟ بحكي لك انه عادي تغير المسار بس بلاش تضرب اول ما بسيارة. يبلش الشارع احسن تغير عشان ما يكون في مخاطر. Ja. ريسكو. بس ما شفتش سيارات اوكي. Ja, einfach ein bisschen früher. Ja. Aber ich würde immer in der mittleren Spur fahren, das war Ja. richtig. So, und der nächste Ampel muss man wieder links. Spiegel. Genau. Ja, er muss sich echt dran gewöhnen ein bisschen, sonst ist es schwer. So, park mal gleich bei dem Auto da nochmal. Da? Nee, nicht hier, sondern ein weiter. Okay. Da ist ein bisschen mehr Platz. وراها صح؟ يعني اللي وراها. Fertig? Wird so schneller. Jo, passt. Na, gibt's ja nicht viel zu sagen, wenn man hier nah genug dran 30 ist. ich Dann glaube, ja. kannst du weiterfahren. Okay. Jo, da gibt's nicht wirklich viel zu meckern. Man muss aber auch sagen, die Umschreiberjungs sind meistens beim Parken recht fit. Fahr mal rechts am Ende. Guck, die Fahrschule macht auch ein bisschen falsch. Ja, ich weiß. Schweiß? Ich glaube, ich weiß. vielleicht تستي مال diese شوي. Ja, genau. Das weiter. Ja, weil hier, er muss hier haben, steht nicht hier. Ja. Und ich habe schon deine Video gesehen, muss man in der Linie nicht durch. Nee, nicht über die Linie, ne? Ja, Genau, aber das habe ich ihm, glaube ich, auch beim ersten Mal erklärt. Ja. Weil, oder beim zweiten Mal ist er, glaube ich, so. ja. Ne? So, fahr mal besser links wieder.
mal besser links wieder. Hier wäre auf jeden Fall fast geradeaus gefahren. Hier müsst ihr aufpassen, da darf man nicht reinfahren in der Prüfung, sonst wäre man durchgefallen. Ja, nur ihr müsst halt verstehen, wenn man Prüfung machen will, das muss man dann kennen oder sehen. Ja, oder, ja, genau. Ja, weil da fällt man durch, wenn man dann... Und rechts wieder demnächst. Dann fahren wir zweite Ausfahrt. Zweite, oh. Ja, vor allen Dingen, pass mal auf, soll ich dir was sagen? Weißt du, wo das große... Das Problem war hier, der Fahrschüler hat geblinkt, obwohl man gar nicht rausfahren wollte, und das kann natürlich sehr gefährlich sein. Also er hat schon geblinkt, aber bei der falschen Ausfahrt. Und dann hier nach rechts blinken, weil wenn du hier dann blinkst und du fährst hier weiter, dann manchmal fahren die so raus, weil die denken, du willst abbiegen. Das ist manchmal gefährlich, weißt du? Ja. Das لخبط في الدخل انا. Und fahr mal wieder rechts die Straße nach dem Auto. So, und dann fahren wir rechts am Ende. So, und dann park mal, fahr mal ein bisschen weiter. Ja. Und park mal bei dem... Schwarz? Ja, genau, Blau. bei dem hier. Ja. Blau, ne, ist das, glaube ich. Auf jeden Fall hier neben. Okay. Hier ist kein Parkplatz, aber das ist nicht schlimm. Ja. Na, du kannst da, in der Prüfung darfst du da parken. Ups. Okay. Fertig? Ja. Okay, da kann ich dir sagen, das ist eigentlich recht gut,
Aber der Prüfer würde dir sagen, fahr mal ein bisschen weiter Bisschen, nach da. ja. Weil das ist hier zu weit. Ja, Also kannst du jetzt noch ein bisschen عدل كورير ja. rüberfahren. عدلها شوي. لا بقول لك لازم قربت هيك. طيب عدل روح. Ja, das musst du machen. Ja. Der Prüfer erwartet das. Ja. Nein. Ach so, ich glaube, das gehen. Ja. So, hier hat er das, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden, weil er wollte jetzt nicht korrigieren, sondern er wollte nochmal komplett rausfahren. Und das wäre natürlich ein bisschen unnötig, weil ihr könnt natürlich viel leichter einfach eben korrigieren, statt nochmal komplett rauszufahren. Vor allem müsst ihr hier bedenken, ihr habt in der Prüfungsfahrt nur 2 Versuche zum Parken. Also korrigiert besser erstmal, statt den zweiten Versuch zu verschwenden. Das gehen hier und zurück. Hier. Nein, ist auch falsch. Auch. Ja, du kannst das so machen, wenn du willst, aber überleg mal, wie er das gerade gemacht hat. Weißt du das noch? Ja. Wie hat er gemacht? كيف عملت؟ Ich glaube, ich. Ne, er. أنا Ja, das hier zum Beispiel erster hier und dann nicht zurück endet, das gehen geradeaus und dann das nicht nee und zurück. Nee? Dann hast du geschlafen. Ach so, Ja, ja stimmt, ich glaube immer hier sitzen schlafen. recht ein bisschen Ja genau. und dann geradeaus. طيب. Ich mache Nein. Okay. هو انت مش Ja, انا genau. du nicht ich ja. أوكي، خلاص. So, عدل زي ما أنا Nein, عدل. pass auf, wichtig ist. vergessen, ich glaube das gehen, aber okay. Nein, guck mal, wichtig ist. Du musst einfach nur verstehen, mir ist das egal. Von mir aus mach das so und so. Ja, Das ja. kann man machen. Ja. Wenn du das so besser kannst, kannst du das auch machen. تقدر تعمل Nur- اللي بدك إياها يعني. Nur man muss sagen, so ist viel schwieriger so Okay. und rückwärts so, als wenn du nach vorne gehst so und dann so und dann fertig. Ja, ja stimmt. Weil das ist viel leichter. Ja, تروح ja. هيك وترجع Versuch هيك. mal. أصعب من إنك تروح هيك. Ja. Versuch mal. Weil du musst später alleine korrigieren, weißt du? Ja. Na, also nicht fahren, sondern nur rüber. اروح يمين. نعدلها لا بدنا نعدل الصف اروح يمين بعدين شوي شمال اكسر خليها جرادي اوس. اوكي. انت بدك تقرب على السياره هذيك. يا فهمت علي؟ يا. مش كثير. يا. اوكي. Vielleicht mehr? Ja, nee, es geht schon, aber man muss halt sagen, das war auch eigentlich ein bisschen nicht gut korrigiert. Ja, es ist geradeaus viel hier hat. Ja, also pass auf, es gibt mehrere Sachen. Oh mein Gott. Also guck mal, man muss halt nur verstehen. Korrigieren ist eigentlich ganz simpel. Und es gibt viele Möglichkeiten. Du kannst das so machen oder so oder so oder so. Ja, egal. so viel, ja. Ja. So, und egal, nur manche Sachen sind schwierig und manche Sachen sind ein bisschen einfacher. So, du kannst auch das Schwierige machen. Für mich ist das egal, weißt du? So. Aber wenn du dir das Leben leicht machen möchtest, خلي الحياة سهلة. dann, تنتظر قناة الجزيرة. also wenn ich hier stehe Ja. und ich will korrigieren, guck Ja. mal, warte. Guck mal, was ganz wichtig ist. Wenn ich jetzt da rüber gehe, Ja, dann mache ich das Auto gerade. ja und dann so. Genau, aber wichtig ist, wenn ich dann mit meinem Auto so vorne stehe und ich Ja. bin fertig, Mhm. ich darf dann eigentlich nicht mehr nochmal so. Ja. Ja. Hier versuche ich dem Schüler zu erklären, dass die meisten Schüler beim Parken immer doppelt gemoppelt korrigieren. Bedeutet, sie fahren rechts rüber beim Vorfahren, nur beim Zurücksetzen holen sie sich dann meistens ein zweites Mal noch weiter ran. Und dann kommt es sehr häufig vor, dass man dann letzten Endes zu nah an dem Auto steht. Recht und dann geradeaus und zurück geradeaus, nicht da. Ja. Ja. فشيك على الخط قبل ما أخ صو. يعني وانت رايح تشوف قديش بدك أخ تبعد صو، عن- أخ صو. عن السيارة. Ich kann wieder oder? Nee, ich habe noch nicht zu Ende erklärt. Okay.
So, wenn ich dann so korrigieren möchte und ich möchte das möglichst leicht machen, dann pass auf, dann kannst du das am besten so machen. Du lenkst nach da, wo du fahren willst. Komplett. So. Jetzt pass auf, jetzt fahre ich ein bisschen nach vorne. Ja. So. Ups. So. Jetzt Ja. lenke ich wieder so. Aber nicht gefährlich da. Nein. Okay. So. Fertig. Ach so, aber mit Briefung egal. Ist so viel Nähe. Wo stehe ich nah? Ja, zum Beispiel ist nicht Also pass auf. 30 Zentimeter oder. Also das Problem ist jetzt einfach nur, du standst 100 Mal näher als ich. Das heißt, dein Auto war 10 Mal näher als jetzt. Ach so. Aber das siehst du doch. Weil jetzt steht das Auto nicht so weit da wie gerade. Ja, zum Beispiel das rechts erst und dann Nähe und dann links und geradeaus und so. Ja, fertig. Ja. Das ist sehr gut. Eine gute Ja, ist Idee. leichter. Ja, Also ich, nicht schwer. das reicht, wenn ich nur so bumm, Nicht bumm, don, bis hier don. vorne und Ja, nicht ja. bis da hinten. Dann Ja. stehe ich ja auf der ganzen, weißt du, stehe Ja, ich ja, ja da. ja, ja. Und wieder zurück, das geht auch, aber. Aber nicht so 3 Mal oder 2 Mal. Das erste auch bestimmt. Ja. Obwohl, guck mal, das war gleich. Du bist so gefahren, ich bin so gefahren, du bist so gefahren, ich bin so und dann wieder zurück. Aber also, nicht weit weg. Genau, Zum Beispiel. das war der Unterschied. Weil andere Autos das kommen hier, das Problem. Pup, 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 stopp und ja. Ja, Ja. der Unterschied war nur, du bist viel weiter gefahren, ich bin nur bis hier vorne. Das war, glaube ich, das, Das ist neue. was anders ja. war. Ja. Ja, wobei man sagen muss, eigentlich dürfte das für dich nicht neu sein. Also wenn du schon lange Auto fährst, dann kennst du doch normal so Parken, oder? Ja. Das ist ja überall gleich. Ja, natürlich. Seit 50 Jahren. Ja, Die deswegen fahren, ja. ist das nicht so. Also nichts Neues, glaube ich, Ja. für jemand, der Auto fährt, oder? Ja. Elektronisch oder alt oder so. So, und wenn er da ist, kannst du rechts wieder. Okay. Ja. So, und dann wieder nach links. Okay. So, und dann wieder links. Fahr mal Ampel links wieder. guck ich mal. ها لما اقول لك دغري لا مش كثير بقول لك رمز. سهل.
Guck mal, siehst du das normal? Ja. Wie bitte? Ja, das sieht man nicht. Aber kein Auto hier. Ja, ich weiß. Muss man ein bisschen links. Ja, 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 das meine ich. Fahr mal da am besten. Ja. du hast schon gesagt. Genau, das meine ich, weil da So, an dieser Kreuzung war das jetzt eigentlich gar kein Problem, weil wir hatten halt keinen Gegenverkehr. Also wir hatten eine Pfeilampel, also kamen in dem Fall keine Autos von vorne. Dann kommt noch hinzu, dass die Sonne ein bisschen komisch stand, also man hat da ganz komisch schlecht gesehen. Aber das eigentliche Problem liegt hier, dass die Schüler auch so in die Kreuzung reinfahren, wenn sie Gegenverkehr haben. Und dann wird das nämlich zum Problem. Aber ich versuche euch mal eben ganz kurz zu zeigen, was damit gemeint ist. Dies ist dieselbe Kreuzung, nur man kann das ein bisschen besser erkennen. Hier müsst ihr jetzt genau hingucken, weil ihr braucht genau die Linie zwischen dem Geradeausstreifen und dem Abbiegestreifen. In dem Fall wäre sie hier. Die Linie müsst ihr euch dann ganz stumpf weiterdenken und schon habt ihr genau den Punkt, wie weit ihr nach links fahren dürft. Dann nehmt ihr euch zusätzlich noch die Mitte. Und dann wisst ihr genau, wie weit ihr fahren dürft. Und hier kann man jetzt gut erkennen, wie weit der Schüler nach links zieht beim Reinfahren. So, und wir können uns das nochmal bei ihm angucken, obwohl das wegen der Sonne echt schlecht zu sehen ist. Aber hier kann man das relativ gut erkennen. Er bleibt sehr weit in der Mitte. Was ja wie gesagt in diesem Fall nicht das Problem wäre, weil kein Gegenverkehr da ist. Aber wenn man da Gegenverkehr hätte, was man eigentlich immer hat, dann hätte man echt ein Problem, wenn man so reinfahren würde. Weil die entgegenkommenden Linksabbieger, die hätten dann keinen Platz dort zu stehen. So, ich hoffe ganz schwer, dass man das einigermaßen verstehen konnte. Für den Fall, dass nicht oder dass jemand von euch noch Probleme bei Kreuzungen hat, habe ich auch hier ein extra Video auf Kreuzungen bezogen, das ich euch gerne verlinke. Und glaubt mir, da wird jedes Thema in Bezug auf Kreuzungen besprochen. So, auf jeden Fall war das Ende der Prüfungssimulation. Wie ihr gesehen habt, hätte der Schüler leider nicht bestanden. Aber ich bin da doch sehr zuversichtlich, weil das alles sehr vermeidbare Fehler sind. Falls euch das Video in irgendeiner Weise geholfen hat, dann lasst doch bitte eine Bewertung da. Ist für euch gar kein Stress, hilft mir und meiner Arbeit aber ungemein. Bin aber auch offen für Anregungen und für konstruktive Kritik. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Video. Macht es gut.